Ich begrüße euch, meine wundervollen, lieben Wagen. Mit euch bin ich wieder ich. Eure Tarotleserin Angelika. Und ihr seid auf dem Kanal Tarot und das Leben. Heute erwartet euch ein Tarot-Reading für den Juni 2026. Natürlich beginnen wir mit den 3 wichtigsten Ereignissen dieses Monats. Lasst uns gemeinsam hineinschauen, welche Entwicklungen euch im Juni erwarten, welche Wendepunkte sichtbar werden und welche Energien dadurch in eurem Leben aktiviert werden. Also, schauen wir hinein. Das erste wichtige Ereignis. Das zweite. Und das dritte? Danach gehen wir weiter. Was erwartet euch im beruflichen Bereich? Wie entwickeln sich eure Einnahmen im Juni? Und natürlich sehen wir auch, welche Energien sich im persönlichen Leben zeigen. Worauf solltet ihr gesundheitlich achten? Und welchen Rat geben euch die Karten für den Juni mit auf den Weg? Also, das erste wichtige Ereignis ist die Kraft. Das zweite wichtige Ereignis, der Magier. Und das dritte wichtige Ereignis, die 9. Kelche. Dieser Monat öffnet euch wirklich große Möglichkeiten. Es entsteht Raum dafür, euch sichtbar zu machen, eure Fähigkeiten stärker nach außen zu tragen und genau jene Ziele zu erreichen, nach denen sich eure Seele schon lange ausstreckt. Zusätzlich liegt hier eine unglaublich warme und erfüllende Energie. Die Karten sprechen von Freude, innerer Zufriedenheit, emotionaler Fülle und dem Gefühl, das Leben wieder intensiver genießen zu können. Gehen wir Schritt für Schritt durch diese Energien. Die Kraft. Im Juni bringt euch diese Karte eine intensive Phase von Aktivität, Motivation und innerem Feuer. Es wächst der Wunsch, deutlich mehr zu erreichen und endlich mutiger nach vorne zu gehen. Große Ziele rücken jetzt in den Vordergrund. Gleichzeitig entsteht das Bedürfnis, nicht länger im Hintergrund zu bleiben, sondern sich offen zu zeigen, stärker präsent zu sein und sichtbar zu machen, was wirklich in euch steckt. Oft wirkt die Kraft wie eine Art Lebensprüfung. Bestimmte Situationen verlangen innere Stabilität, Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, den eigenen Werten treu zu bleiben. Manchmal fühlt sich diese Energie sogar wie ein Kampf an. Allerdings geht es hier weniger um äußere Gegner, sondern vielmehr um die Überwindung innerer Grenzen. Unsicherheit kann hochkommen. Zweifel ebenso. Vielleicht taucht Müdigkeit auf oder das Gefühl, sich selbst noch zurückzuhalten. Trotzdem trägt die Kraft immer auch die Energie des Sieges in sich. Deshalb zeigen die Karten sehr klar, ihr werdet diese Phase meistern können. Natürlich verlangt dieser Arkan Standhaftigkeit. Ihr dürft euch selbst beweisen, dass ihr stärker seid, als ihr vielleicht lange angenommen habt. Genau dadurch wächst später dieses besondere Gefühl von Selbstvertrauen und innerer Sicherheit. Die Kraft aktiviert außerdem eine Art Aufblühen eurer Energie. Ausstrahlung, Präsenz und innere Stärke nehmen deutlich zu. Vieles erreicht im Juni einen Höhepunkt. Im gesellschaftlichen Bereich kann mehr Aufmerksamkeit auf euch fallen. Berufliche Entwicklungen bekommen neuen Schwung. Persönliche Erfolge werden sichtbarer. Und manche von euch erleben sogar eine Phase besonderer Anerkennung. Auch schwierige Situationen lassen sich jetzt überwinden. Gerade eure innere Haltung wird dabei zu eurem wichtigsten Werkzeug. Willenskraft zeigt sich bei den einen stärker, andere handeln mutiger als sonst. Wieder jemand entdeckt plötzlich eine enorme Überzeugungskraft oder eine ruhige innere Entschlossenheit, die vorher verborgen war. Zusätzlich fordert euch diese Karte dazu auf, aktiv Stärke zu zeigen. Wettbewerbe, Prüfungen oder Situationen mit Konkurrenz können jetzt eine wichtige Rolle spielen. Sportliche Themen sind ebenfalls möglich. Vielleicht verfolgt ihr ein Ziel mit enormer Disziplin. Oder messt euch mit anderen Menschen auf irgendeiner Ebene. Dabei spielt das Alter überhaupt keine Rolle. Die Kraft zeigt ganz deutlich: Ihr setzt euch hohe Ziele und wollt gewinnen. Und vieles spricht tatsächlich dafür, dass der Erfolg auf eurer Seite liegt. Besonders, weil hier zusätzlich die 9 der Kelche erscheint. Diese Karte spricht davon, Ergebnisse genießen zu können. Belohnung, emotionale Erfüllung, Freude über das Erreichte und das Gefühl, endlich die Früchte der eigenen Bemühungen in den Händen zu halten. Auch im beruflichen Bereich kann sich diese Energie sehr stark zeigen. Neue Projekte,
Geschäftliche Entwicklungen oder persönliche Vorhaben bekommen jetzt deutlich mehr Kraft und Dynamik. Natürlich wird nicht alles vollkommen leicht verlaufen. Manche Aufgaben verlangen Konzentration, Ausdauer und innere Reife. Doch genau daraus entsteht am Ende etwas sehr Wertvolles. Erfolg, Anerkennung, Wachstum, Wohlstand und das Gefühl, über sich selbst hinausgewachsen zu sein. Jetzt kommen wir zu eurem zweiten großen Arkan. Und dieser liegt direkt im Zentrum der Monatsenergie. Dadurch wirkt er fast wie das Hauptthema des gesamten Juni. Der Magier. Diese Karte erinnert euch daran, dass unglaublich vieles in euren eigenen Händen liegt. schon die Haltung des Magiers zeigt, Ihr selbst erschafft eure Realität und beeinflusst die Richtung eures Lebens. In euch liegen Fähigkeiten, Wissen, Energie und Möglichkeiten, die jetzt besonders stark aktiviert werden. Sehr oft zeigt der Magier den Beginn eines neuen Prozesses. Neue Projekte können entstehen, neue berufliche Wege ebenfalls. Geschäftliche Ideen, persönliche Vorhaben oder Pläne, die lange nur im Kopf existiert haben, beginnen jetzt Form anzunehmen. Gerade deshalb wird der Juni zu einem Monat der Neuanfänge. Eigene Ideen wollen umgesetzt werden. Wünsche drängen nach vorne. Und vieles entwickelt plötzlich eine ganz reale Dynamik. Dabei geht es nicht mehr nur um Träume oder theoretisches Wissen. Die Karten zeigen deutlich, dass ihr beginnen wollt, eure Fähigkeiten praktisch einzusetzen und sichtbar zu machen. Es wächst der Wunsch, stärker in die Öffentlichkeit zu treten. Mehr Menschen sollen sehen, was ihr könnt. Talente, Erfahrungen und persönliche Fähigkeiten wollen jetzt ihren Platz im Leben finden. Sowohl die Kraft als auch der Magier sprechen deshalb davon, dass ihr beginnt, das Geplante wirklich in die Realität zu bringen. Und genau dafür ist der Juni eine außergewöhnlich starke Zeit. Der Magier unterstützt jeden neuen Anfang. Kreative Prozesse, Selbstverwirklichung, Sichtbarkeit, persönliche Projekte und wichtige Entscheidungen stehen unter einer sehr aktiven Energie. Zusätzlich öffnen sich neue Perspektiven. Die Karten zeigen Chancen, mit denen ihr vielleicht gar nicht gerechnet habt. Dabei entsteht nicht nur der Wunsch, euch stärker zu zeigen. Auch die Umstände selbst können euch plötzlich nach vorne schieben. Fast so, als würde sich vor euch ein neues Fenster öffnen. Natürlich bringt der Magier auch neue Ideen mit sich. Und diese Ideen tragen unglaublich viel Kraft in sich. Manche Gedanken lassen euch kaum noch los. Inspiration wird so stark, dass ihr euch am liebsten sofort damit beschäftigen möchtet. Genau deshalb kann eine Phase entstehen, in der ihr morgens früher aufsteht, voller Energie seid und euch sofort mit dem beschäftigen wollt, was euch wirklich begeistert. Hier zeigt sich etwas, das euch Freude macht. Etwas, worin ihr euch ausdrücken könnt, worin eure Persönlichkeit sichtbar wird und worin gleichzeitig enormes Entwicklungspotenzial liegt. Außerdem verstärkt der Magier eure Ausstrahlung. Menschen fühlen sich stärker zu euch hingezogen, hören euch aufmerksamer zu und reagieren intensiver auf eure Energie. Dadurch entsteht die Fähigkeit, Situationen bewusster zu lenken und Aufmerksamkeit leichter auf euch zu ziehen. Und das dritte wichtige Ereignis ist die Neun der Kelche. Diese Karte trägt eine unglaublich helle und warme Energie in sich. Sie spricht von Freude, innerer Erfüllung, Genuss am Leben und dem Gefühl, endlich wirklich glücklich über das zu sein, was geschieht. Außerdem gilt die Neun der Kelche als Karte der Wunscherfüllung. Genau deshalb können sich im Juni lang ersehnte Wünsche erfüllen oder Situationen entwickeln, auf die ihr schon lange gehofft habt. Dabei entsteht dieses besondere Gefühl tiefer Zufriedenheit. Das Gefühl, innerlich ruhig zu werden, das eigene Leben bewusster zu genießen und zu sehen, dass sich vieles endlich in eine positive Richtung bewegt. Ihr werdet spüren, dass bestimmte Möglichkeiten sich fast wie von selbst öffnen. Ideen lassen sich leichter umsetzen, Ergebnisse werden sichtbarer und gleichzeitig wächst das Vertrauen in euren eigenen Weg. Besonders schön ist hier, dass die Neun der Kelche den Erfolg der vorherigen Karten verstärkt. Die Kraft und der Magier zeigen Bewegung, Initiative und mutige Schritte nach vorne, während die Neun der Kelche bereits die Belohnung und das emotionale Ergebnis dieser Entwicklung sichtbar macht. Dadurch entstehen für euch wirklich außergewöhnliche Chancen. Selbst wenn zwischendurch kleinere Hindernisse auftauchen sollten, hebt die Neun der Kelche diese Schwierigkeiten nicht als endgültiges Problem hervor. Sie zeigt vielmehr, dass solche Phasen nur vorübergehend sind und euren späteren Erfolg nicht verhindern können. Generell gehört diese Karte zu den stärkeren positiven Energien in Tarot. Sie spricht davon, dass Wünsche, Hoffnungen und persönliche
berufliche Pläne deutlich näher an ihre Verwirklichung kommen. Manches entwickelt sich dabei sogar besser, als ihr es euch ursprünglich vorgestellt habt. Fast so, als würde das Leben euch zusätzlich noch kleine Geschenke schicken. Kurz gesagt, für euch beginnt eine Zeit, in der Erfolg, Freude, Erfüllung und neue Möglichkeiten deutlich stärker spürbar werden. Auch im Bereich wichtiger Ereignisse kann diese Karte sehr schöne Momente bringen. Ein Familienfest ist möglich. Ebenso eine Hochzeit. Teilweise zeigt sich hier eine Einladung zu einer Feier oder sogar eine eigene Hochzeit bzw. ein wichtiges Ereignis innerhalb der Familie. Freude, Genuss und emotionale Nähe stehen dabei ganz stark im Vordergrund. Ebenso kann diese Karte auf eine erfolgreiche Präsentation, die Umsetzung eines wichtigen Projektes oder das Erreichen eines lange verfolgten Zieles hinweisen. Alles, was die 9 der Kelche berührt, bringt mehr Wärme, Glück und emotionale Fülle ins Leben. Und natürlich bleibt sie gleichzeitig eine Karte des Erfolges, des Sieges und der erfüllten Wünsche. Gut, dann schauen wir jetzt weiter. Sehen wir uns an, wie sich der berufliche Bereich entwickelt und was bei euren Finanzen sichtbar wird. Im Arbeitsbereich liegt der Ritter der Stäbe. Schon die Darstellung dieser Karte zeigt sehr deutlich: Ihr wollt vorankommen, euch entfalten und aktiv etwas erreichen. Hier entsteht eine starke Begeisterung für Bewegung und Entwicklung. Es wirkt fast so, als würdet ihr mit voller Energie in Richtung eurer Ziele starten. Der Ritter der Stäbe gehört ebenfalls zu den Karten enormer Aktivität. Beruflich bringt er oft Veränderungen, manchmal sogar sehr schnelle Entwicklungen. Gleichzeitig wächst der Wunsch, euch stärker zu beweisen und sichtbar zu machen. Es geht darum, sich beruflich klarer zu positionieren und mutiger nach vorne zu gehen. Der gesamte Monat kann sich deshalb unglaublich dynamisch anfühlen. Ihr wacht morgens auf und denkt sofort darüber nach, was sich noch verbessern lässt, wie Projekte schneller vorangebracht werden können oder welche Schritte euch euren Zielen näher bringen. Diese Karte bewegt sich sehr schnell auf Ergebnisse zu. Genau deshalb entsteht das Gefühl, ständig in Bewegung zu sein. Gedanken kreisen um neue Möglichkeiten, neue Ideen und darum, wie sich Vorhaben noch effektiver umsetzen lassen. Vieles entwickelt plötzlich ein enormes Tempo. Der Ritter der Stäbe zeigt außerdem eine Arbeitsphase, in der ständig etwas passiert. Ihr werdet wahrscheinlich unglaublich viel gleichzeitig erledigen, euch intensiv engagieren und mit voller Energie in Prozesse eintauchen. Und interessant ist dabei, diese Dynamik erschöpft euch nicht unbedingt. Im Gegenteil, vieles davon motiviert euch sogar zusätzlich. Deadlines können eine größere Rolle spielen. Mehrere Projekte laufen möglicherweise parallel und eure Beteiligung an bestimmten Prozessen wird deutlich intensiver. Trotzdem bringt euch diese Karte Freude an der Arbeit. Der Ritter der Stäbe liebt Aufgaben, die begeistern, inspirieren und Lebendigkeit erzeugen. Hier geht es oft um Projekte, in denen ihr euch selbst ausdrücken könnt. Die eigene Energie, Motivation und Schnelligkeit spielen dabei eine entscheidende Rolle. Auch schnelle Reaktionen und die Fähigkeit, spontan zu handeln, werden jetzt wichtig. Die Motivation liegt auf einem sehr hohen Niveau. Zusätzlich zeigt diese Karte Bewegung im ganz direkten Sinn. Viele Wege, Treffen oder Reisen sind durchaus möglich. Termine mit Kunden können häufiger werden. Manche von euch präsentieren Projekte oder führen wichtige Gespräche. Andere beschäftigen sich mit einem neuen Geschäft, suchen passende Räume, bauen Kontakte auf oder führen Verhandlungen. Dadurch entsteht ein Monat voller Aktivität und Bewegung. Geschäftsreisen sind ebenfalls möglich, genauso wie häufige Fahrten oder ständige Ortswechsel. Manchmal weist der Ritter der Stäbe sogar auf einen Arbeitsplatzwechsel hin. Der Wunsch nach beruflicher Freiheit kann stärker werden. Einige überlegen möglicherweise, eine feste Arbeit zu verlassen und etwas Eigenes aufzubauen. Andere denken über einen Umzug nach. Vielleicht sogar in eine andere Stadt oder in ein anderes Land. Auch ein kompletter Wechsel der beruflichen Richtung ist hier denkbar. Und wenn sich dieser Wunsch zeigt, dann mit voller Leidenschaft und enormem innerem Feuer. Sehr viel Energie fließt jetzt in Entwicklung und Wachstum. Stillstand passt überhaupt nicht zu dieser Karte. Zusätzlich zeigt der Ritter der Stäbe den Wunsch, Neues zu entdecken und neue Ideen umzusetzen. Die Impulse des Magiers werden hier praktisch weitergeführt. Und genau deshalb wirkt es fast so, als könnte euch jetzt kaum noch etwas aufhalten. Teilweise weist diese Karte auch auf eine neue Position hin, die mit Reisen oder häufigen Bewegungen verbunden ist. Oder auf eine Tätigkeit, bei der ihr ständig unterwegs seid und viele Kontakte habt. Insgesamt entsteht hier eine unglaublich aktive und dynamische berufliche Energie. Schauen wir jetzt auf eure Finanzen. Hier liegt die 8 der Schwerter. Diese Karte zeigt, dass Geld grundsätzlich vorhanden ist.
Gleichzeitig entsteht jedoch eine Situation, in der Einschränkungen notwendig werden können. Möglicherweise versucht ihr bewusster zu sparen oder bestimmte Ausgaben stärker zu kontrollieren. Teilweise zeigen sich auch finanzielle Verpflichtungen oder offene Zahlungen, die euch dazu bringen, vorsichtiger mit Geld umzugehen. Vielleicht möchtet ihr Schulden begleichen oder Kredite schneller zurückzahlen. Dann entsteht automatisch der Wunsch, sich vorübergehend etwas stärker einzuschränken. Urlaubsausgaben sind ebenfalls möglich. Gerade Reisen oder Erholung können im Juni mehr Geld verschlingen als ursprünglich geplant. Zusätzlich kann diese Karte darauf hinweisen, dass berufliche Veränderungen Einfluss auf eure finanzielle Situation haben. Wer eine Arbeit verlässt oder gerade nach neuen Möglichkeiten sucht, erlebt möglicherweise eine Übergangsphase mit weniger stabilen Einnahmen. Manchmal läuft ein Vertrag aus. Oder berufliche Bedingungen verändern sich schneller als erwartet. Dadurch entsteht vorübergehend ein Gefühl finanzieller Begrenzung. Ebenso kann Geld in ein eigenes Projekt oder in ein Geschäft investiert werden. Dann zeigt die 8 der Schwerter, dass bestimmte Mittel zunächst gebunden sind und deshalb bewusster gewirtschaftet werden muss. Wichtig ist jedoch, diese Karte spricht nicht von vollständigem Geldmangel. Sie zeigt eher eine Phase, in der finanzielle Balance und Vorsicht eine größere Rolle spielen. Bestimmte Ausgaben können höher ausfallen als üblich. Auch größere Anschaffungen sind durchaus möglich. Und denkt daran, vorhin sprach ich bereits über die 9 der Kelche und mögliche Hochzeiten oder Familienfeiern. Besonders interessant ist hier zusätzlich die 10 der Kelche auf dem Boden des Decks. Auch diese Karte steht für Familienfeste, Hochzeiten, Reisen, Flitterwochen oder romantische gemeinsame Zeit. Dadurch kann natürlich einiges an Geld ausgegeben werden. Und genau deshalb weist die 8 der Schwerter anschließend darauf hin, dass etwas mehr Ordnung und Balance in den Finanzen nötig wird. Trotzdem sind hier weiterhin Mittel vorhanden. Mit anderen Worten, existenzielle Sorgen zeigen die Karten nicht. Schauen wir jetzt weiter und sehen wir uns an, was euch im persönlichen Leben erwartet. Im Bereich der Liebe und Beziehungen liegt das Rad des Schicksals. Und gerade in diesem Legesystem trägt das Rad des Schicksals eine sehr glückliche und warme Energie in sich. Zusätzlich liegt auf dem Boden des Decks die 10 der Kelche, eine Karte des familiären Glücks, der Nähe zu den Liebsten, des Zuhauses und tiefer emotionaler Verbundenheit. Auch die 9 der Kelche haben wir bereits gesehen. Sie spricht von Feiern, schönen Begegnungen und Momenten, die das Herz wirklich berühren. Deshalb zeigen die Karten hier besonders für Menschen in festen oder langjährigen Beziehungen sehr schöne Entwicklungen. Es können Ereignisse entstehen, die euch noch stärker erkennen lassen, warum ihr überhaupt zusammengeführt wurdet. Bestimmte Situationen wirken beinahe wie kleine Zeichen des Schicksals, als würde euch das Leben selbst immer wieder bestätigen, dass eure Verbindung nicht zufällig entstanden ist. Das Rad des Schicksals trägt außerdem eine starke karmische Energie in sich. Und genau deshalb kann im Juni ein tieferes Verständnis darüber entstehen, welche Rolle eure Partnerin oder euer Partner wirklich in eurem Leben spielt. Manche Ereignisse werden euch innerlich deutlich spüren lassen, dass ihr gemeinsam weitergehen könnt. Vertrauen wächst, emotionale Nähe vertieft sich und die Beziehung beginnt sich auf eine positivere Ebene zu bewegen. Zusätzlich zeigen die Karten Veränderungen zum Guten. Positive Entwicklungen bleiben dabei nicht oberflächlich, sondern hinterlassen etwas Bleibendes in eurem Herzen. Bestimmte Momente werdet ihr wahrscheinlich noch lange in Erinnerung behalten. Gerade deshalb, weil sie euch zeigen, dass ihr euch gegenseitig auch in schwierigen Situationen wirklich verlassen könnt. Wer aktuell nicht in einer Beziehung ist, bekommt hier ebenfalls eine sehr interessante Energie gezeigt. Das Rad des Schicksals spricht deutlich von möglichen Begegnungen. Und genau bei einer solchen Begegnung kann sehr schnell das Gefühl entstehen, dass dieser Mensch nicht zufällig in euer Leben tritt. Es wirkt eher so, als hätte euch das Schicksal selbst zusammengeführt. Besonders spannend ist dabei die Art dieser Begegnung. Die Person kann scheinbar ganz zufällig euren Weg kreuzen. Vielleicht ergibt sich ein unerwarteter Moment. Irgendeine Kleinigkeit passiert. Und genau daraus entwickelt sich plötzlich etwas Größeres. Trotzdem wird sehr schnell spürbar, dass hinter dieser Begegnung mehr steckt als nur ein gewöhnlicher Zufall. Fast so, als wären viele kleine Umstände unsichtbar miteinander verbunden gewesen, damit ihr euch genau jetzt begegnet. Und genau dadurch entsteht dieses innere Gefühl von Schicksal. Dieses leise Wissen, dass bestimmte Menschen nicht ohne Grund in unser Leben kommen. Mit dieser Person kann eine starke emotionale Verbindung entstehen. Gleichzeitig wächst das Gefühl von Nähe, Vertrautheit und innerem Verständnis erstaunlich schnell. Ihr werdet spüren, dass euch mehr verbindet, als zunächst sichtbar scheint. Dadurch entsteht Hoffnung,
Vertrauen und das Gefühl, gemeinsam in eine positive Richtung gehen zu können. Deshalb zeigen die Karten im Juni wirklich wichtige und schicksalhafte Begegnungen oder Ereignisse. Und vieles davon bringt neue Perspektiven, emotionale Wärme und Vertrauen in die Zukunft mit sich. Gut, dann schauen wir weiter. Sehen wir uns an, worauf ihr gesundheitlich achten solltet. Hier liegt die 2 der Schwerter. Diese Karte kann darauf hinweisen, dass eine Untersuchung oder Diagnostik wichtig wird. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Bereich der Augen gelten. Manchmal zeigt die Karte einfach, dass eine Veränderung der Sehstärke notwendig wird. Vielleicht neue Brillen oder eine genauere Kontrolle. Teilweise kann auch das Thema Sehkorrektur auftauchen. Allerdings entwickelt sich die Medizin heute sehr schnell weiter. Deshalb zeigen die Karten hier keine gefährliche Situation, sondern eher die Notwendigkeit, etwas rechtzeitig ernst zu nehmen. Zusätzlich weist die 2 der Schwerter auf den Herz-Kreislauf-Bereich oder auf das Atmungssystem hin. Deshalb wäre es wichtig, im Juni bewusster auf euren körperlichen Zustand zu achten. Gleichzeitig zeigen sich hier innere Spannungen und emotionale Belastungen. Die 8 der Schwerter aus dem finanziellen Bereich verbindet sich energetisch teilweise mit dieser Karte. Dadurch entstehen Sorgen, Ängste oder innere Unruhe. Und genau solche Zustände können körperliche Symptome zusätzlich verstärken. Die Karten erinnern euch deshalb daran, wie eng seelisches und körperliches Gleichgewicht miteinander verbunden sind. Sobald innere Ängste nachlassen, beruhigt sich oft auch der Körper deutlich schneller. Sehr wichtig ist außerdem, bestimmte Signale nicht einfach zu ignorieren. Wenn sich Beschwerden zeigen, sollte man sie ernst nehmen und nicht nur hoffen, dass alles von allein verschwindet. Gerade die 2 der Schwerter spricht davon, dass Heilung möglich ist. Allerdings nicht durch Verdrängung. Hier braucht es Aufmerksamkeit, Diagnostik und gegebenenfalls Behandlung. Teilweise können dadurch natürlich auch zusätzliche Ausgaben entstehen. Kosten für Untersuchungen, Behandlungen oder medizinische Themen sind im Juni durchaus möglich. Und genau deshalb kann zwischendurch die Sorge auftauchen, ob finanziell alles ausreicht. Dennoch zeigen die Karten hier keinen Grund für Panik, sondern eher die Erinnerung, verantwortungsvoll mit euch selbst umzugehen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, auf den ihr im Juni besonders achten solltet. Gut, dann kommen wir jetzt zum Rat der Karten. Hier liegt die 4 der Stäbe. Natürlich ist auch diese Karte wieder mit positiven Ereignissen verbunden. Sie spricht von festen, glücklichen Entwicklungen und Momenten, in denen eure Bemühungen sichtbar anerkannt werden. Zusätzlich zeigt die 4 der Stäbe stabile Ergebnisse. Nicht nur ihr selbst werdet sehen, was ihr erreicht habt. Auch andere Menschen nehmen eure Fortschritte wahr. Erste Resultate neuer Projekte oder neuer Wege können jetzt bereits sichtbar werden. Dadurch entsteht ein Gefühl von Stabilität, Freude und innerer Bestätigung. Doch als Rat trägt diese Karte noch eine tiefere Botschaft in sich. Sie erinnert euch daran, Begonnenes nicht nur anzustoßen, sondern wirklich bis zum Erfolg zu führen. Der Juni eignet sich hervorragend für neue Projekte, neue Ideen und neue Entwicklungen. Gleichzeitig möchten die Karten, dass ihr euren Weg konsequent weitergeht und Ergebnisse erschafft. Und sobald diese Ergebnisse kommen, erlaubt euch auch, glücklich darüber zu sein. Freut euch über eure Fortschritte. Teilt eure Freude mit Menschen, die euch nahestehen. Erschafft schöne Momente. Feiert eure kleinen und großen Siege und erlaubt euch, das Leben bewusster zu genießen. So sieht euer Prognose-Reading für den Juni 2026 aus, meine lieben Wagen. Falls ihr mein Prognosevideo für den Mai noch nicht gesehen habt, auf dem Kanal Tarot und das Leben ist es bereits vollständig veröffentlicht. Oben findet ihr den entsprechenden Link. Schaut dort gerne vorbei. Auch dieses Reading enthält viele interessante Botschaften und zusätzliche Hinweise für euch. Wer eine persönliche Beratung benötigt oder eine bestimmte Situation gemeinsam mit mir genauer anschauen möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Die Adresse findet ihr direkt in der Beschreibung unter diesem Video. Ihr könnt die E-Mail-Adresse einfach kopieren, in euer Nachrichtenfeld einsetzen und mir euer Anliegen schicken. Natürlich lade ich euch auch herzlich dazu ein, den Kanal Tarot und das Leben zu abonnieren. Ich freue mich immer sehr über eure Unterstützung. Vielen Dank für eure Aufrufe, eure Likes, eure Kommentare und eure Gedanken zu den Legungen. Teilt gerne mit, was euch besonders berührt hat oder welche Situationen ihr gerade erlebt. Und ich wünsche euch von Herzen eine erfolgreiche Umsetzung eurer Pläne. Viel Glück mit euren neuen Vorhaben und Vertrauen in euren eigenen Weg. Wir sehen uns wie immer auf dem Kanal Tarot und das Leben. Mit Liebe und Hoffnung im Herzen für Frieden und das Gute. Eure Tarotleserin Angelika. Ich umarme euch alle. Bis bald, ihr Lieben.